Hallo, heute ist Freitag, der 19. Juni 2020. Es gibt mal wieder Knatsch im Regenbogendorf. Irgendjemand setzt sich immer in die Nesseln und fängt sich damit öffentliche Kritik ein. Und diesmal hat es obendrein eine prominente Person erwischt, nämlich J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Sie ist vor einigen Tagen damit aufgefallen, dass sie Tweets veröffentlicht hat, die, sagen wir mal, in Transkreisen für einiges Stirnrunzeln gesorgt hat. Sie bezog sich auf einen Artikel über Covid-19-Präventionsmaßnahmen für, und jetzt kommt die Formulierung, die sie nicht gut fand, Menschen, die menstruieren. Sie grübelte dann laut nach, wie man denn solche Menschen nennen könnte. Fri, Fru, Fra, ach, ich komme nicht drauf. Es ist klar, worum es ihr ging. Sie hatte erwartet, den Begriff Frau zu lesen. Und als sie ihn nicht fand, kam sie sich regelrecht ausradiert vor. Selbstverständlichkeiten würden wie einst früher dem Zugang der Frauen verwehrt, nur diesmal unter einer anderen Flagge, der Transflagge nämlich. Das Echo ließ nicht lange auf sich warten, denn seither wird sie ziemlich konstant auf Twitter gegrillt. Sie hat sogar einen Text verfasst, auf welchem sie ihre Motive darlegte. Das wirkt auf mich schon wie eine Rechtfertigung dafür, dass ihre Ansichten so sind, wie sie sind. Und nun komme ich daher, ich alter Pazifist, und möchte erreichen, dass die Leute aufhören, so böse zueinander zu sein. Ich finde nämlich, dass hier zwei Denkweisen aufeinander prallen, die sich zwar gegenseitig herausfordern und noch gehörig auf die Nerven gehen können, aber die sich auch gegenseitig befruchten können. So spinnefeind, wie es auf Twitter zelebriert wird, müssen wir uns eigentlich gar nicht sein. Ich mache das mal schematisch. J.K. Rowling argumentiert mit dem feministischen Ansatz, dem es vor allem um die Gleichberechtigung und die Gleichwertigkeit der Frau geht. Wir wissen natürlich alle, dass es nicht den einen Feminismus gibt, sondern ganz viele verschiedene Strömungen. Darum skizziere ich mal, worum es J.K. Rowling zu gehen scheint und füge hinzu, dass sie mit dieser Ansicht auch bei weitem nicht alleine dasteht. Sie sieht das so, dass es Frauen und Männer gibt. Die sollten eigentlich gleichberechtigt sein, sind es aber leider in der Vergangenheit bei weitem nicht gewesen. Frauen wurden in so ziemlich allen Lebensbereichen wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Männer durften über sie, ihre Körper und ihre Finanzen verfügen. Die Emanzipation der Frau bestand daher im vergangenen Jahrhundert darin, diese Ungleichheit zu begradigen. Dies ist je nach Staat dieser Erde bislang mehr oder weniger gut gelungen. Ich sag mal, Großbritannien, wo J.K. Rowling lebt, ist in dieser Hinsicht eher noch ein gutes Beispiel, ähnlich wie Deutschland. Da sind die Rechte von Frauen zumindest laut Gesetz theoretisch gleich. Die Praxis sieht aber leider noch anders aus. Und wie die überraschend große Rückmeldung der MeToo-Aktion vor ein paar Jahren gezeigt hat, sind noch erschreckend viele Frauen alltäglich den alten übergriffigen Mustern ausgesetzt. Es ist also nach wie vor noch so, dass sich ein Mensch durch diese Andersbehandlung durch die Gesellschaft ganz unterschiedlich entwickelt, je nachdem, ob dieser Mensch ein Mann oder eine Frau ist. Als Frau wird das Selbstbild durch unzählige Alltagsübergriffe und zwar verbotene, aber dennoch praktizierte Diskriminierung weiterhin angesägt und zieht Moral und Selbstbild sukzessive nach unten. Folglich können sich FeministInnen noch nicht zurücklehnen. Sie müssen den mühsam erkämpften Boden der Emanzipation konstant verteidigen und für ihre selbstbestimmte Sexualität, Gleichberechtigung im Job, Selbstbestimmung über ihren Körper, gegen Sexualisierung und für ihre Sicherheit eintreten. Das ist der Status quo auf der Seite von, ich sag jetzt mal, einer möglichen feministischen Auslegung. Jetzt kommen wir mal zur anderen Partei, nämlich den TransaktivistInnen. Auch diese lassen sich nicht pauschal in einen Topf werfen. Es gibt da ganz viele verschiedene Ansichten, Forderungen etc. Ganz allgemein gesagt, dröseln sie den Geschlechterbegriff auseinander. Der Geschlechterbegriff der FeministInnen orientierte sich an körperlichen Eigenschaften wie Chromosomen, Hormone, primäre und sekundäre Geschlechtsorgane. Die Ausprägung dieser Charakteristiken werden dann als weiblich oder männlich eingeordnet und das ist dann das Geschlecht der Person. Transpersonen stellen für sich fest, dass der Körper allein für sie nicht das entscheidende Kriterium ist, welchem Geschlecht sie angehören. Sie identifizieren sich mit was ganz anderem. Dieses Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, dafür gibt es im Englischen eine Bezeichnung, nämlich Gender. Und die körperliche Komponente wird als Sex bezeichnet. Diese Unterscheidung haben wir in der deutschen Sprache noch nicht einmal. Darum hantieren TransaktivistInnen hierzulande immer mit diesen englischen Begriffen herum. Aber das nur mal am Rande. Letztlich ist für Transpersonen entscheidend, womit sich eine Person identifiziert. Und das allein sollte Kriterium sein, welchem Geschlecht sie angehört. Das heißt eben, sobald sich eine Person als weiblich identifiziert, sollte sie genau dieselben Dinge tun dürfen wie alle anderen Frauen auch. In die gleiche Umkleidekabine und in die Sammelduschen, sogar zum Frauenschwimmen. Die beiden Ansichten passen überhaupt nicht zusammen. Versöhnung zwecklos, oder?
Wartet, ich setze sogar noch einen drauf. Mit den Begriffen Sex und Gender gibt es Worte, um zwischen physischer und psychischer Ebene zu unterscheiden. Aber die Bezeichnungen Frau und Mann gibt es nicht nochmal in 2 verschiedenen Ausprägungen. Worauf bezieht sich also eine Person, die jemand anderen als Mann oder als Frau bezeichnet? Laut Sicht der TransaktivistInnen ist ganz klar das Gender gemeint. Eine Frau ist ein Mensch, der sich als weiblich identifiziert. Der Körper ist egal. Manche Themen referenzieren aber nun doch mal auf die körperlichen Eigenheiten. Wenn das Wort Frau und Mann schon für das Gender reserviert ist, wie sollen wir denn dann die körperlichen Ausprägungen nennen? Tja, da gibt es bereits unterschiedliche Ideen. Weit verbreitet sind zum Beispiel die Akronyme AFAB und AMAP für Assigned Female bzw. Assigned Male at Birth, also bei der Geburt weiblich bzw. männlich zugeordnet. Andere versuchen es mit Präfixen und landen bei bio-weiblich oder bio-männlich. Es gibt aber auch andere, sehr technisch klingende Wortneuschöpfungen wie eben Menschen, die menstruieren. Das war schließlich auch genau das Statement, über welches sich J.K. Rowling in ihrem Tweet geärgert hat. Aus Perspektive der FeministInnen ist das ein Angriff auf ihre hart verteidigten Grundrechte. Menschen, die sich als Frauen identifizieren oder das vielleicht auch nur behaupten, sollen also das Recht erhalten, Räume zu betreten, die Frauen als Schutzräumen dienen sollen. Damit wird nicht weniger als die Sicherheit der Frauen preisgegeben. Weiter geht es auch mit der sexuellen Orientierung. Auch hier kommen manche TransaktivistInnen zu dem Schluss, dass eine Lesbe Transfrauen nicht ablehnen darf, denn die ist ja schließlich auch weiblich. Damit wird den Frauen die Selbstbestimmung ihrer Sexualität abgesprochen. Die ulkigen Bezeichnungen wie menstruierende Personen oder AFAB klingen obendrein noch so, als dürfte nun schlussendlich nicht einmal mehr das Wort Frauen verwendet werden. Nach dem Ausradieren der genannten Grundrechte wird ihnen zum Schluss auch noch ihre Selbstbezeichnung abgesprochen. Nochmal zur Erinnerung, die Trans-Community ist alles andere als homogen und bei Weitem nicht alle würden das unterschreiben, was ich gerade gesagt habe. Hier kommt jetzt auch mehr und mehr meine persönliche Position mit hinein. Aber ich finde, gerade die sexuelle Orientierung ist meiner Meinung nach gerade eins der Bereiche, wo die körperlichen Eigenschaften sehr wohl eine größere Rolle spielen als das Gender. Natürlich gibt es Menschen, denen das Geschlecht an ihren möglichen PartnerInnen völlig egal ist. Aber für die meisten Menschen ist das eben nicht so. Sie fühlen sich sehr wohl zu bestimmten körperlichen Eigenschaften hingezogen oder eben auch nicht hingezogen. Da muss schlicht und ergreifend jede Person für sich selbst definieren, was noch okay ist und was nicht mehr okay ist. Da ist es also schlichtweg am Thema vorbei, wenn sich eine Transperson auf ihre Identität beruft. Das ist zumindest so meine persönliche Einstellung und viele, die ich kenne, sehen das genauso, aber eben nochmal der Disclaimer hier, ja, nicht alle sehen das so. Ich wollte das trotz allem nochmal so gesagt haben. Nun kommen wir aber nochmal zurück zu der steilen Behauptung, die ich am Anfang des Videos gemacht habe, dass ja diese beiden Sichtweisen, die sich so sehr zu widersprechen scheinen, doch noch irgendwie zusammenkommen können. Und dazu gehe ich nochmal zurück auf die Trans-Seite und führe sie ein kleines bisschen weiter. Die Sache, dass das Gender als alleiniges Kriterium für Geschlechtlichkeit gelten soll, klingt irgendwie willkürlich, oder? Warum ist denn der Zustand des Körpers so total egal? Meine Antwort darauf lautet, der Zustand des Körpers ist nicht egal, aber er hat auch keine alleinige Autorität über die Frage, ob ein Mensch als weiblich oder als männlich wahrgenommen wird. Wir nehmen voneinander viele Faktoren auf, die am Ende alle in ein Gesamturteil einfließen. Natürlich gehören dazu Körperlichkeiten, aber auch Verhaltensweisen, Kleidung, Accessoires, Sprachstil, Bewegungen, Umgangsarten, sogar Charakterzüge und so weiter. Das Allermeiste sollte eigentlich keine Rolle spielen bei der Frage, welchem Geschlecht ein Mensch angehört. Solche Dinge wie Kleidung haben ja schließlich kein Geschlecht. Aber ich beschreibe ja auch nicht, wie die Menschen idealerweise miteinander umgehen sollten, sondern wie sie tatsächlich miteinander umgehen. Da sind lange Haare für manche Leute auf einmal eine ernsthafte Herausforderung, wenn sie mit einem Mann umgehen. Worauf ich hinaus will, die Wahrnehmung von Geschlecht ist viel komplizierter als ursprünglich angenommen. Ein ganzer Blumenstrauß an Faktoren breitet sich vor uns aus. Welcher dieser vielen Kriterien ist denn nun das Entscheidende? Ich mach's kurz. Alle Referenz auf Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane nützt nichts, wenn wir nichts davon auf der Straße voneinander zu sehen bekommen. Alle Betonung von Muskelstärke nutzt nichts, wenn ein zartes Jüngelchen vor uns steht, das schon bei einem schiefen Blick vor Furcht erzittert. Alle Betonung von weiblicher Sanftmut verpufft, wenn eine zackige Sportlehrerin ihre Schulklasse zur Minna macht.
Wir sprechen bei solchen Kriterien ja immer von statistischen Häufungen. Statistiken aber geben keine Aussage über den Einzelfall. Daher gibt es nur ein Kriterium, was in diesem bunten Gemenge eine Konstante darstellt, das Gender, weil es die Umwege über Kleidung, Körper, Verhalten etc. einfach übergeht und die Frage Mann oder Frau einfach an die Zielperson direkt weitergibt. Ich weiß, das klingt nach einem billigen Ausweg aus einer komplizierten Problematik. Die Person könnte uns ja theoretisch irgendetwas erzählen. Wir können die Aussage ja gar nicht prüfen. Die Person könnte uns also theoretisch auch irgendetwas erzählen. Ja, das könnte sie. Spätestens an dieser Stelle käme aus feministischen Kreisen der Vorwurf, damit macht ihr Geschlechtlichkeit zu einer völligen Belanglosigkeit. Die Antwort wäre ja völlig irrelevant. Und ich würde antworten, das stimmt, aber was macht das denn für einen Unterschied? Und damit kommen wir jetzt drüber auf die Seite der FeministInnen. An sie muss ich nämlich die Frage stellen, abgesehen von sprachlichen Notwendigkeiten wie Pronomen oder Anreden, inwieweit spielt das denn überhaupt eine Rolle, ob eine Person männlich oder weiblich ist? Soll denn dieselbe Person mit demselben Verhalten anders behandelt werden, abhängig davon, ob sie als männlich oder als weiblich gelesen wird? Ich meine, ja, in der Praxis würde derzeit genau das passieren, aber das ist ja gerade die Diskriminierung, die überwunden werden soll. Idealerweise sollte es doch so sein, dass die Menschen sich präsentieren und auftreten können, wie sie wollen. Und die Frage, ob sie nun eine Frau oder ein Mann oder vielleicht auch nichts davon sind, hätte damit nichts zu tun. Da würden mir sicherlich auch die FeministInnen zustimmen, die bestimmt nicht einverstanden sind, wenn Fachfrauen im Bereich Maschinenbau zum Beispiel andauernd immer mit der Sekretärin verwechselt werden. Das sind dieselben Ziele, wie ich sie vorhin auf der feministischen Seite gezeigt habe. Gleichberechtigung im Job, Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen. Die Frage nach dem Geschlecht wäre unnötig, da jeder Mensch grundsätzlich gleich behandelt werden sollte. J.K. Rowling und andere FeministInnen bestehen ja darauf, dass das körperliche Geschlecht für einen Menschen einen fundamentalen Einfluss hat. Frauen aller Welt haben unglaublich zu leiden. Das heißt also, das Einteilen in die Gruppen Mann und Frau finden sie okay. Sie wollen nur nicht, dass eine der beiden Gruppen besser oder schlechter behandelt wird als die andere. Wenn ich aber jetzt die Frage stelle, wozu diese Einteilung in Frau und Mann überhaupt gut sein soll, wenn sie doch nur das Vorspiel zur Diskriminierung darstellen, dann halten die FeministInnen aber wiederum nichts davon. Sie argumentieren dann, dass es genau diese Geschichten der Diskriminierung seien, die Frauen ausmachen würden, und genau das seien auch die Geschichten, die Transfrauen fehlten. Das klingt fast so, als ob Weiblichkeit sich in ihren Augen vor allem durch Leiden auszeichnen würde. Wie betrüblich. Dabei muss man gar keine Frau sein, um leiden zu können. Allerorts werden Menschen aus den verschiedensten Gründen diskriminiert, manche sogar wegen mehrerer Gründe gleichzeitig. Warum ist die eine Sorte von Diskriminierung so fundamental, dass man wegen ihr Menschen in zwei verschiedene Boxen namens Frau und Mann sperren muss, während hingegen andere Arten von Diskriminierung, die gibt es halt auch. Geschlechtertrennung zum Zwecke der Angleichung ist doch irgendwie paradox, oder? Dass Frauen statistisch gesehen beispielsweise weniger kompetent betrachtet werden als Männer, das erzeugt ein Gefälle zwischen den Geschlechtern. Wer jetzt aber nur in diesen Kategorien denkt, der kommt vielleicht zu der Annahme, dass die Männer die Frauen doch endlich mal ernster nehmen müssen. Dabei gibt die Statistik doch nur eine Aussage darüber, wer wie wahrgenommen wird, aber doch nicht von wem. Das pauschale Bewerten aufgrund von Geschlechterkategorien macht die Leidtragenden zu Opfern und die Bevorzugten automatisch zu Tätern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich mir J.K. Rowlings Text so durchlese, schreibt sie Passagen, in denen sie genau das erkennt. Ich glaube, dass von der Mehrheit der Transpersonen nicht nur nahezu null Gefahr ausgeht, sondern dass sie selbst sogar besonders verwundbar sind gegenüber den Faktoren, die ich angeführt habe. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Trotz der ganzen körperlichen Unterschiede, die sie hervorhebt, kommt sie nicht umhin zu erkennen, dass die meisten Transpersonen einfach in demselben Boot sitzen wie sie. Das ist vollkommen richtig. Und das liegt daran, dass wir diese Formulierung sogar noch allgemeiner fassen können. Nicht nur von den meisten Transpersonen geht keine Gefahr aus, sondern von den meisten Menschen überhaupt geht keine Gefahr aus. Anstatt sie in verschiedene Boxen zu stecken und sie schon mal pauschal als Täter und Opfer vorzukategorisieren, wäre es doch viel fairer, wenn wir alle auf einer Stufe starten würden. Wenn dann eine Person von jemandem angegriffen wird, dann ginge es darum, diese Person vor ihrem Angreifer zu schützen. Und zwar
Unabhängig davon, mit welchem Geschlecht, welcher Hautfarbe, ob Rechts- oder Linkshänder wir es zu tun hätten. Die Grenze würde gezogen werden zwischen dem tatsächlichen Angreifer und dem Opfer, nicht zwischen Mann und Frau. Was ich erreichen möchte, ist, dass alle an einem Strang ziehen, denn ich bin davon überzeugt, dass die meisten auch in dieselbe Richtung wollen. Wenn alle was davon haben, dann sind hoffentlich auch alle gewillt, mitzumachen. Ansonsten haben wir nämlich einen anderen Effekt. Es gibt immer wieder Umfragen, Untersuchungen oder Statistiken, inwieweit Frauen in dieser oder in jener Frage benachteiligt werden würden. In den Kommentaren taucht früher oder später immer dieselbe Frage auf. Aber was ist mit der Diskriminierung gegen Männer? Ja, ich mag diese Kommentare auch nicht. Sie ernten auch regelmäßig dieselben Reaktionen, nämlich sinngemäß, in dem Artikel geht's aber gerade um Diskriminierung gegen Frauen, nicht gegen Männer, geh woanders hin. Das stimmt auch. Nur wenn das immer so läuft und ganze Heerscharen von Artikeln den Sexismus gegen Frauen behandeln, aber sich kaum mal jemand die Mühe macht, eine andere Sichtweise zu beleuchten, dann kommt bei den Leuten irgendwann die Botschaft an, es geht nicht nur in diesem Artikel nicht um Männer, es geht grundsätzlich nicht um Männer. Das ist keine gute Botschaft. Ein großer Teil der Bevölkerung wird nicht mit eingeladen, ein Problem zu lösen, sondern dieser Bevölkerungsteil wird einfach selbst pauschal zum Problem erklärt. So sehr manche TransaktivistInnen den Leuten noch auf die Nerven gehen mögen. Sie tun etwas, was nicht viele Leute machen. Sie spazieren nämlich eiskalt auf den angeblich so unüberwindbaren Grenzen zwischen den Geschlechtern herum, gucken in beide Boxen hinein und stellen manches Mal fest, hoppla! So wie ich mir das vorgestellt habe, ist das da drüben ja gar nicht. Sie entzaubern so manches Vorurteil und beleuchten so manchen blinden Flecken. Und genau das ist es, was ich gemeint habe, als ich sagte, die Perspektive der Transpersonen könnte genau den Schwung mitbringen, der Gleichberechtigung noch fehlt, um von allen angenommen zu werden. Zu guter Letzt hoffe ich aber auch, auf der Trans-Seite etwas Besonnenheit wecken zu können. Ich habe ja heute eine mögliche Perspektive dargelegt, wie es in der Zukunft mit Geschlechtlichkeit weitergehen könnte. Damit könnt ihr jetzt einverstanden sein oder auch nicht. In jedem Fall bringen wir etwas Neues ein, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Gender spielte früher kaum eine Rolle. Inzwischen aber schon. Das heißt aber auch, dass die Vergangenheit der Menschen eben nicht von der Frage des Genders bestimmt war, sondern vor allem von optischen oder sonst wie körperlichen Faktoren. Du kannst dich also als Mann identifizieren und deinen Körper als männlich betrachten. Andere haben aber ihre eigene Wahrnehmung und können das ganz anders sehen. Diese anderen werden dich danach behandeln, wie sie dich sehen, nicht wie du dich selbst siehst. Und ja, sie können dich auch sexistisch aburteilen, obwohl du ein Typ bist. Die Aussage, der Körper spielt keine Rolle, ist vor dem Hintergrund also vor allem eine Zukunftsvision. Das ist ja auch eine durchaus lohnenswerte Denkrichtung, nur es gibt eben andere, die sind vor allem damit beschäftigt, die Wunden der Vergangenheit zu heilen und auszumerzen. Ihre Blickrichtung verweist nicht auf das, was zukünftig geschehen könnte oder sollte, sondern auf das, was geschah. Wir befinden uns gerade in einer Zeit mit massiven Veränderungen. Da werden Konzepte herausgefordert und neu gedacht. Dasselbe Wort, das sich bisher auf Körperlichkeit bezog, wird heute für Gender-Ausprägungen verwendet. Wir können jetzt versuchen, neue Worte zu finden, um auch den Körper wieder ins Spiel zu bringen. Solange dies noch nicht geschehen ist, baumeln wir aber immer noch in der Luft. Manche verwenden die Worte Frau und Mann fürs Gender, die anderen in Bezug auf medizinisch relevante Themen. Müssen wir jetzt eine der beiden Gruppen konstant zerrupfen, weil sie Worte benutzen, die nach unserer Definition für was ganz anderes geschützt sind? Sind wir nicht dazu in der Lage, aus dem Kontext heraus zu erkennen, welche der beiden Definitionen gerade gemeint ist? Inakzeptabel finde ich es allerdings, wenn anderen Personen unsere Definitionen förmlich aufgezwungen werden und sie im Falle des Widerstandes auch noch mit Beschimpfungen übergossen werden. So geht kein gesellschaftlicher Wandel, so geht höchstens Erpressung. Tu, wie ich es will, oder ich werde den Shitstorm über dich kommen lassen. Nicht sehr souverän. Und ehrlich gesagt verschleißt das auch ziemlich schnell. Auf der anderen Seite muss ich aber auch nochmal einen letzten Blick in Richtung J.K. Rowling werfen. Ironischerweise schließen FeministInnen Transmenschen gar nicht aus. Sie beziehen Transmänner mit ein, denn diese kamen ja als Frauen zur Welt. Wie gesagt, du weißt, was das Wort Trans bedeutet. Damit ist der Kontext der Aussage klar. Und wie das Wort Mann in dem Zusammenhang verstanden werden sollte auch. Ich glaube, in diesem Statement ist was ganz anderes, blanke Ironie. Nicht so geil. So, das war's für heute.
Ich weiß, für die Mehrheit von euch ist dieses Video eigentlich gar nicht notwendig gewesen, denn ihr wart vorher schon nicht aggro drauf und seid es nach wie vor auch nicht. Ich bin das auch nicht, aber damit die Leute da draußen das auch mitbekommen, dafür habe ich dieses Video halt mal gedreht. Deswegen seid lieb zueinander, bleibt sachlich und bis zum nächsten Mal. Friedliche Grüße, euer Kater Schnurz. Und in mir müd wat kindliches, ich bin wat alle sind.